Auf geht's nach Amsterdam. Unser Zielhafen ist heute der Sixhafen. Wir haben jetzt unseren Steg verlassen und fahren langsam raus. Kommt gerade ein Dickschiff rein. Das will der Frank abwarten. In den seine Welle müssen wir ja nicht unbedingt rein. Ganz viele Ferienhäuser an dem kleineren Strand. Na, lass den Dicken erst weg. Frank und Claudia fahren als erstes aus der Ausfahrt raus und wir als zweites hinterher. Da vorne ist dieser dicke Pott, der gerade reinfährt. Da sieht man nochmal die Ferienhäuser und den kleinen Strand. Hier kommen auch die Fischerboote rein. Da hinten liegen ganz viele Fischerboote und wir vermuten mal, dass der da auch jetzt einfliegt. Ja, er biegt ein. Frank hat schon mit dem Schleusenwärter gesprochen. Die kleine Schleuse wird gleich für uns geöffnet. Perfektes Timing. Die kleine Schleuse geht schon auf. Der Berufsschiffer hier wartet auf die größere Schleuse, wo wir auf der Hintour geschleust haben. Und jetzt sieht man auch gut die Pilots hier. Das sind dann alles Gelbe, das heißt, es sind nur Niederländer. Frank testet die Höhe. Links geht die Berufsschifffahrt raus und rechts geht die Sportschifffahrt rein. Passt. Das nenne ich mal Luxus. Ruckzuck geht für uns die Schleuse auf. Dann sind wir auch relativ schnell in Amsterdam. Also unsere Antennen, da hatten wir noch sehr viel Platz zur Brücke. Wir sind jetzt unten und das Tor geht auch vorne schon auf. Wieder bei strahlendsten Sonnenschein. Also wir sind Sonnenkinder, das weiß ich. Ja, und jetzt geht es nur noch 26 Kilometer ungefähr bis zum Sixhafen und dann sind wir zu unserem Tagesziel heute angekommen. Wir haben grün, das war eine fixe Schleusung. Wir sind jetzt wieder im Süßwasser und bleiben jetzt auch im Süßwasser. Wir haben so rund 26 Kilometer bis Sixhafen. Das ist unser Tagesziel. Der dicke Pott ist jetzt auch aus der Schleuse raus und fährt uns hinterher. Ich hoffe, der ist nicht schneller wie wir. Im AES können wir sehen, dass er 14,6 fährt. Wir fahren 15,3. Das heißt, der wird uns nicht überholen. Marina sorgt für unser leibliches Wohl auf der Fahrt nach Amsterdam. Das machen wir alles während der Fahrt. Da wird keine Zeit für verschwendet. Ah, Schiphol wird auch wieder bedient. Einige Ferienflieger. Uns kommt ein großes Berufsschiff entgegen. Hier ist der dicke Pott an der Marina Amsterdam. Das heißt, es ist nicht mehr weit. Drüben gibt es das Hotelschiff. Da fahren auch schon die ersten Fähren. Und mit denen kommen wir auch von der Marina Amsterdam in die Innenstadt. Wie jedes Jahr fahren wir einmal nach Amsterdam und wir werden auch wieder im Sixhafen anlegen. Da gefällt uns einfach am besten, weil es da schön gemütlich ist. Hier müssen wir natürlich akribisch aufpassen, wann eine Fähre losfährt und wann nicht. Die halten gnadenlos ihren Zeitplan ein und da sollte man nicht im Wege stehen. Frank hat schon mit der Hafenmeisterin gesprochen. Wir können 2 Nächte übernachten hier und sie steht dann bereit, wenn wir kommen, und weist uns sofort ein. Auf dem Liegeplatz waren wir noch nie und das ist einer für die großen Boote. Jetzt gehören wir auch mit dazu. Sonst haben wir immer vorher auf den kleineren Plätzen gelegen, aber der, den wir letztes Mal hatten, der hier vorne ist jetzt belegt. Und dazwischen kommen wir dann kaum rein. Ausreichend Platz in dieser Box. Da gibt es nichts zu meckern und wir liegen gut und fest. 2 Tage bleiben wir jetzt hier, bevor es dann mit noch unbekanntem Ziel weitergeht. Bezahlt wird hier ganz normal am Automaten, aber es ist noch relativ verträumt. Der Hafen ist noch nicht so viel los. Bin mal gespannt, ob das Clubhaus aufmacht.
Die Taube hilft mir beim Bezahlen her. Die erklärt mir hier, wie es geht. Tschüss, wir gehen wieder zu unserem Boot. Jetzt haben wir aber gerade eine schwarze Wolke über Amsterdam. Die lassen wir jetzt noch vorbeigehen, bevor wir zum Essen aufbrechen. Da brauchen wir das Boot nicht zu waschen. Das wird jetzt vom Regen sauber gemacht oder das ganze Salz abgespült. Die eine fährt, der andere kommt. Das geht hier ruckzuck. Also, ein Wahnsinns Regenbogen haben wir heute hier. So. Ihr habt die Mayonnaise. Ja, die ist da drunter. Ah, die ist da drunter. Ja. So, heute gibt es 4-mal Steak im Lütje am Bahnhof mit der leckeren Nussbutter. Das sieht richtig gut aus. Im Lütje gut gegessen. Schade ist, dass die Außenterrasse nicht aufgemacht wurde. War alles frei, aber aufgrund des Regens wollten die den nicht mehr öffnen. Das wäre noch schöner gewesen. Und mal das Lütje von der Wasserseite. Und hier gibt es ja die fantastischen Steaks. Dafür, dass Samstag ist Amsterdam doch noch relativ leer. Viele Geschäfte haben es hier auch nicht geschafft. Neuen Platz entdeckt, das Café Luxemburg. Da haben wir eine Kleinigkeit gegessen. Während wir hier gesessen haben, ist es ganz schön voll geworden. Und da gibt es auch noch eine Kirche. Oh, jetzt hat mich die Straßenbahn hier eingequetscht. Boah, war das knapp. Wird der größte Unterwasserfahrradständer hier wahrscheinlich, der hier gebaut wird. Wir werden sehen, wie es am Ende aussieht. Und es wird sogar jemand geschleust. Etwas eng hier. Schade, wir sind extra Samstag hier und hatten auf ein schönes Bier auf der Terrasse uns gefreut, aber nichts los. Am Hafen auch gleich das Toilettenhaus. Mal rechts die Männer. Und noch die Duschen. Oh, schöne große Duschen. Start, Stopp. Alles schön. Hier kann man auch duschen. Nach dem Gewitter von gestern Abend ist heute am Samstag das Wetter nicht ganz so gut. Wir haben hier einen riesigen Liegeplatz gekriegt. Man sieht hier, wir liegen noch gar nicht bis zum Rand. Selbst hier hinten ist der Steg länger wie unser Boot. Ja, wir sind hier in Amsterdam. Deutschland führt 4:2 gegen Portugal. Wir hoffen, dass es so bleibt. Und die Runde ist gemütlich hier bei Wein und Bier. Und wenn alles gut geht, dann gehen wir gleich noch zum Italiener essen. Und hier ist natürlich unser Filmer. Der muss ja auch drauf aufs Bild. Ja, endlich mal ein Erfolgserlebnis hier. Genau, da haben wir lange drauf gewartet. Wir hoffen, dass es so bleibt. So, jetzt aber. Ab geht's. So, dann geht ein Tor. Und heute Abend, letzter Abend in Amsterdam im Il Pecorino und wir essen alle Pizza. Salami, Tonno, scharfe Salami und Ham and Mushrooms. Wir lassen es uns schmecken. Heute sind wir noch im Il Pecorino gelandet. Das war die schnellste Alternative nach dem Fußballspiel. Wir waren auch hier der Italiener, nur 650 Meter vom Hafen weg. Das haben wir noch geschafft. Die Pizzen werden natürlich etwas anders gemacht wie in Deutschland, aber trotzdem lecker.
wenn nachts so der Regen und bei Gewitter so auf das Deck prasselt, dann hat das auch ein gewisses Maß an Romantik. Auch das gehört zum Bootfahren dazu. Wer Camping macht, der kennt das auch. Bei solchen Regengüssen merkt man auch erstmal, wo alles undicht ist. Sonntagmorgen herrscht Aufbruchstimmung im Sixhafen und der Nachbar ist auch schon raus. Wir fahren auch gleich los. Herrliches Wetter heute Morgen und unsere nächste Etappe wird Horn sein.